Frese, Sie haben im Jahre 2015 eine Nahtoderfahrung erlebt. Wie kam es dazu? Die Geschichte begann damit, dass ich zum Dienst wollte, mich auch angezogen hatte entsprechend und mir plötzlich dann sehr unwohl wurde. Und hier in Wilhelmsdorf ging die Magen- und Darmgrippe rum. Daraufhin hat meine Frau zu mir gesagt, ich möchte zum Arzt gehen, was ich dann auch tat. Bin dann beim Doktor gewesen und wurde dann von der Sprechstundenhilfe gebeten, in einen Behandlungsraum zu gehen, was ich dann auch tat. Und dann weiß ich nur noch, dass ich mich übergeben habe und dann weiß ich nichts mehr. Und laut der Aussage des Arztes war das ein Hinterwandinfarkt mit Herzstillstand und wurde dann in der Arztpraxis dreimal reanimiert. Ich hatte also dreimal den Herzstillstand. Wurde dreimal reanimiert, bis dann der Notarzt kam. Verging eine ganze Zeit. Dann wurde ich dann in den Notarztwagen verbracht. Und wenn ich das richtig weiß, wurde ich unterwegs nochmal reanimiert. Und im Krankenhaus auf der Intensivstation dann auch nochmal. Und während dieser Zeit haben Sie eine Nahtoderfahrung erlebt? Wann das war mit dieser Nahtoderfahrung, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich unter einer großen Kuppel saß, auf einem erhobenen, wie in einem Stadion. Und unten in der Mitte stand eine männliche Person, ganz in weiß gekleidet, mit pechschwarzem glänzenden Haar. Und dieser Mann, der da unten war, das konnte ich also erkennen, hatte ein weißes Kissen, auch in Satin, bestickt mit Perlen. Und auf diesem Kissen in der Mitte war ein rotes Tuch in Samt. Und auf diesem Tuch war das Bild meiner Frau, also nur das Gesicht. Und ich weiß, dass rechts neben mir 4 Figuren wahrgenommen habe, die in Blau gekleidet waren, wie es im Krankenhaus so üblich ist. Und diese Personen waren sehr um mich besorgt, so habe ich es wahrgenommen. Und der Dialog zwischen diesen Personen war so, dass der Mann unten gesagt hat, so, und jetzt muss er sterben. Und von oben kam dann, von diesen 4 Ärzten, kam dann, nein, er muss nicht sterben. Dann wieder, doch, er muss jetzt sterben. Nein, er muss nicht sterben und wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, dass der nicht sterben muss. Dann waren die Figuren weg, die 4. Und sie kamen dann nach einer Zeit wieder, auch in weiß gekleidet, mit so im weißen Satin. Und haben sich sehr gefreut und haben dann zu der Person unten gesagt, nein, er muss jetzt nicht sterben. Das steht also fest, dass er nicht sterben muss. Ich habe das völlig emotionslos als Zuschauer wahrgenommen und habe, wie gesagt, ich habe also nur die Personen gesehen, wie die sich unterhalten haben und ich war eigentlich gar nicht daran beteiligt an dieser Geschichte, nur dass ich da gesessen bin. Und dann habe ich gesehen, dass aus dieser Kuppel, aus der Spitze oben, eine weiße Wolke rauskam. Ich habe dann auch noch eine zweite Nahtoderfahrung gelebt, die war hier in Wilhelmsdorf. Das weiß ich deswegen, dass ich das zuordnen konnte, weil diese Glaskuppel, die sich dann wiederholt hat, aber wesentlich kleiner, hier in Wilhelmsdorf stand gegenüber unserem Museum. Das weiß ich. Und ich saß ja in dieser Glaskuppel auch wieder und rechts neben mir habe ich auch wieder Figuren wahrgenommen, aber nur die Unterbeine, die auch alle in weiß gekleidet waren. Und vor mir habe ich dann einen offenen Sarg gesehen. Und für mich war klar, ich komme jetzt in diesen Sarg. Und dann kommt, wenn ich da drin liege, kommt der Deckel drauf, der Sargdeckel. Und das wär's dann. Dann war das für mich erledigt. Aber es hat mich nicht belastet, es hat mich nicht traurig gemacht. Und dann kam aus der Wand, kamen dann auch weiße und graue Dampfwolken
Sie haben gesagt, dass diese Glaskuppel gegenüber dem Museum waren. Gibt es gegenüber dem Museum ein Gebäude mit einer Glaskuppel? Nein. Es gibt also auf der anderen Seite gibt's nur Einfamilienhäuser. Wie sind Sie aus dieser Nahtoderfahrung wieder hinausgekommen? Also ich vermute mal, ich lag ja eine Woche, weil das sehr, sehr anstrengend war, auch für die Ärzte, weil die nicht genau wussten, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und wurde dann eine Woche ins künstliche Koma versetzt und wurde dann nachher auch ganz langsam wieder zurückgeholt aus dem Koma. Wenn Sie sagen, Sie haben 2 Nahtoderfahrungen erlebt, warum meinen Sie das, dass das Nahtoderfahrungen waren? Die Frage kann ich gar nicht so real beantworten, weil ich nicht genau weiß, war das jetzt der Nahtod oder die Nahtoderfahrung oder war es die nicht? Also ich vermute mal, dass es die Nahtoderfahrung war. Sonst wäre sicherlich dieser Dialog nicht entstanden zwischen den Figuren. Oder die Nahtoderfahrung in der zweiten Geschichte, wo ich dann vor dem Sarg gesessen bin und mir klar war, da komme ich jetzt rein und der Sargdeckel kommt drauf und das war's mit mir. Haben diese Nahtoderfahrungen etwas bei Ihnen bewirkt? Ja, und zwar insofern, dass ich keine Angst mehr vom Tod habe. Ich nehme das hin und denke, ja, dass ich keine Angst haben muss und dass ich das mit aller Gelassenheit wahrgenommen habe und auch so sehe und auch mit Gelassenheit den Weg gehen kann bis dahin. Sind Sie überzeugt, dass das Leben nach dem Tod weitergeht? Da habe ich, glaube ich, Schwierigkeiten, weil ich habe ja nur diese Nahtoderfahrung gemacht und ich bin ja nicht weitergegangen, sondern ich bin also nicht durch ein helles Tor gegangen, sondern für mich war das eigentlich diese ganze Geschichte so, dass ich habe das ja nur als Zuschauer wahrgenommen. Ich war ja eigentlich, denke ich jetzt einfach, dass ich nicht so involviert war in die Geschichte oder in diese Nahtoderfahrung, sondern das war halt so. So war das. Und sonst hätte das ja weitergehen müssen. Sonst hätte ich ja irgendwann sehen müssen, dahin muss ich jetzt gehen. Herr Frese, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch.